Yo, Peace Leute, was geht? Und zwar, ja, ich bastel heute mal den Computer zusammen. Werkzeugkoffer liegt bereit, alles schick, alles ausgerichtet von der Kamera her. Ich zeige euch jetzt noch mal ganz kurz die Komponenten, wie teuer sie waren und was es für Komponenten sind, Leute. Und zwar haben wir hier den Bildschirm, 34 Zoll Bildschirm, LG 34 UC79G oder B Variante, hat ca. 400 Euro gekostet das Ding. Ja, den PC, den ich heute zusammenbaue, hat ca. den Wert von 2300 Euro mit dem Bildschirm zusammen. Und zwar haben wir hier ein Be Quiet Netzteil, Straight Power 11, 650 Watt, Leute, hat ca. 100 Euro gekostet das Ding. Alles über Mindfactory. Dann haben wir hier noch von Be Quiet einen Prozessorkühler, Darkrock Pro 4, hat 68 Euro gekostet, auch voll in Ordnung, um diesen schönen Prozessor hier zu kühlen. Ein i7 ist das, 9700K, der hat stolze 387 Euro gekostet. Dann haben wir hier eine SSD, 1 TB SSD von SanDisk, die hat 115 Euro gekostet. Dann haben wir hier 32 GB RAM, Leute, ja, ganz cool, Leuchten hier oben auch noch und so, also sind schon nice, ja, also von G-Skills, DDR4 RAM, Leute, Trident Z Neo heißen die und haben eine Geschwindigkeit von 3600 MHz, haben 181 Euro gekostet die Dinger, auch nicht schlecht. Dann haben wir hier eine Windows 10 CD Original, hat 135 Euro gekostet das Ganze. Und hier ein MSI Mainboard, Motherboard, wie auch immer, MPG Z390. Ja, Gaming Pro Carbon, schönes Ding, Mystic Light, weiß ich nicht, ob das drin ist, ich glaube nicht. Aber kann man dran anschließen. Das Mainboard habe ich auch noch zusätzlich mit einer 35 Euro BIOS Aktualisierung mit dazu gekauft, oder beziehungsweise mein Mitbewohner. Das Mainboard hat 173 Euro gekostet. Und dann haben wir hier natürlich noch die fette Grafikkarte, Leute, eine RTX 2070 Super Edition, 8 GB RAM von Gainward. Ja, richtig gutes Stück, habe schon ausgepackt, ist sehr gut verarbeitet. Und das Ding hat stolze 539 Euro gekostet, Leute. Zu guter Letzt das schicke Gehäuse hier, ein NZXT H510 Elite MIDI Tower ist das. Kann aber eine ATX halt Mainboard reingebaut werden und hat 151 Euro gekostet. Ja, also ist schon echt ein Sümmchen, 2300 Euro kommt man schon hin. Ich baue das Ganze jetzt zusammen, unboxe das natürlich und ja, bleibt dran, Leute. Da wollen wir das Gehäuse auch mal hier rausziehen, Leute. Ich drehe den mal für euch. Schön vorne verglast und an der Seite genauso verglast. Und dann hinten noch die Anschlüsse. Das Ganze hier noch aufdrehe, hier unten kommt das Netzteil rein, was sehr gut ist für die Luftzirkulation, also Wärme steigt nach oben, hier oben ist noch ein Lüfter, da kommt die Wärme raus, perfekt, eigentlich optimal, wenn das Netzteil immer unten ist. Ansonsten hier in das Mainboard dann rein, das wird alles schick. So, das Glas habe ich mal eben abgemacht, hier haben wir noch LED-Beleuchtung. So, und hier habe ich mal den hinteren Teil aufgemacht. Man sieht ja auch schön, dass die Kabel hier verklebt sind. Hier sind Klebebänder dran. Das ist richtig, richtig nice. Fürs Kabelmanagement generell. Hier ist noch eine schöne Anleitung dabei, plus Kabelbänder zum Festziehen, beziehungsweise hier für Kopfhörer sogar so ein Kabel zum Splitten. Zusätzliche Schrauben hier und da, alles mögliche. Lasse ich mal hier drinnen.
Hier oben drauf ist noch ein USB 2.0, USB Typ C und ein Audio-Anschluss. So, dann schnappe ich mir mal eben das Mainboard und pack das mal aus. Das sieht schon mal sehr gut aus. M.2 Anschluss haben wir da auch. Und 4 RAMs. Hinten auch noch ein paar Anschlüsse. Heißt ein USB Typ C, USB 3.0, DisplayPort, HDMI, noch ein paar 2.0 USB, Ethernet, optisches Audio haben wir und noch ein paar andere Audioanschlüsse. Und hier haben wir weiter noch die BIOS-Aktualisierung, Handbuch, noch ein paar Sticker hier zum Festkleben oder Verbinden nochmal von Kabelei. Dann irgendwie noch so eine Bridge hier und noch ein paar zusätzliche Kabel für SATA oder wie auch immer. Sogar noch eine Ersatzschraube. Die RAMs packe ich schon mal drauf. So sehen die Stücke aus. Sehen richtig schick aus eigentlich. Ich muss noch mal eben gucken, wie das bei dem Mainboard ist, wie die das haben wollen mit den RAM-Anschlüssen. So, dann wollen wir das mal so machen. So, haben wir das schon mal. Ab in Karton. Jetzt kommen wir zum i7-Prozessor, Leute. Das ist eine richtige Maschine, das Ding. So, haben wir den schönen Prozessor hier. Wollen wir mal gucken. So, remove this hier. Weg das Teil. So, dann haben wir hier den Hebel. Können wir die Spannung nämlich lösen von dem Ganzen. Und darauf kommt dann der gute Prozessor. Natürlich gucken, dass das Ganze auch sauber passen tut. Hier gibt es auch oft ein Zeichen, da ist so ein Dreieck an der einen Seite, da weiß man dann, okay, den Prozessor muss man so einsetzen. Also da gibt es schon anständig Hilfen, beziehungsweise wenn nicht, das Handbuch halt immer nutzen. Das in hier spannt, das passt, Prozessor ist auch drauf. Da muss natürlich noch Leitpaste auf das Ding, um den Kühler drauf zu setzen. Die Leitpaste ist bei dem Kühler auch mit dabei. Auf jeden Fall hier schon mal die Schutzfolien ab. So, dann das schöne Mainboard rein hier, Leute. Sieht sehr gut aus. Dann haben wir ja noch die Tüte, die im Gehäuse dabei war. Da sind ja auch Schrauben, die wir jetzt gebrauchen können. So, dann wollen wir die Schrauben da mal reinpacken. Aber man muss schon sagen, es gibt so ein paar eklige Positionen. Dann ziehe ich schon mal die Ecken diagonal fest, wie man es bei Autoreifen wechseln kennt oder sowas. Damit hier keine Verspannungen drauf sind. Auch nicht zu fest ziehen, nicht dass man das überdreht. Und dann praktisch die Schraube nicht mehr fest bekommen. Halt einfach nur so, dass es passt sozusagen. Beziehungsweise, dass man merkt, so jetzt kann man nicht mehr weiter drehen. Und dann reicht es auch. Testen, dass hier nichts wackelt. So, das Netzteil. Hier hinten der Stromanschluss. So sieht das Ganze aus. Hier die Anschlüsse für Grafikkarte, für die ganzen Komponenten, Mainboard, CPU, was auch immer, was hier dran muss. Das Handbuch war dabei und auch die Schrauben und Netzkabel. Ich werde auch die Schrauben nehmen, um das zu verbinden. Das Ganze kommt dann hier vorne rein, Leute. Was ich aber vorher noch mache ist, schon mal die Anschlüsse hier dran machen, die ich später brauche, weil im Nachhinein kommt man sonst kaum noch daran und das macht die Sache dann nicht einfacher. So, das heißt hier kommt das erste dann rein. So, und das zweite. Ne? Das kommt dann ins Mainboard praktisch. Dann haben wir hier die Anschlüsse für die CPUs. Ganz wichtig.
hier rein. Also hauen wir da für die Grafikkarte, wie auch immer, das Kabel rein. Boom. Für die SATA-Festplatte ein Anschluss. Zack. So, jetzt haben wir eigentlich alle wichtigen Kabel drin, die wir brauchen. Leider ist die Kamera abgeschmiert und der Akku war leer, als ich das Ganze zusammengebaut habe, Leute. Von daher kann ich euch den Rest jetzt nicht mehr zeigen. Habe das Netzteil eingebaut, im Grunde nur noch die Kabel da festgemacht und fertig. Das heißt, ich zeige euch jetzt einfach den Rechner, wie er aussieht, wenn er an ist. Und er sieht richtig nice aus, Leute. Und ich würde sagen, let's go! So, und hier habt ihr nochmal den geilen PC, den ich zusammengebaut habe. So sieht er aus. Richtig schick, das Ding. Da kann man wirklich nicht meckern. Schön leise. Fetter Kühler da drin. Vom Feinsten. Junge, Benziner, sage ich euch. Und hier unten schöne Grafikkarte. Alles umstellbar. Beleuchtung von den RAMs hier hinten. Die sieht man auch noch. Kann man alles variieren, wie man will. Das ist echt eine Rakete, das Teil. Kann ich nur jedem empfehlen. Ansonsten schön. Und es war auch einfach mal ein ganz anderes Video, weil ich das einfach gerne mache, mal einen Computer zusammenbauen für Kollegen oder für mich selber oder so, wenn es passt. Ich werde diese Videos auch nur noch auf meinem anderen Channel machen, auf meinem Benny Petrito Channel, auf meinem Gaming Channel sozusagen. Die sind auch unten verlinkt, von daher auch die ganzen Komponenten, alles unten verlinkt. Und sage an der Stelle erstmal wieder Peace, Kuba Benny, reingehauen und bis denn!